In diesem zweiten Teil des Videos zeige ich, wie man die Rossfräser Nagelkorrekturspange auf den Zehennagel aufsetzt. Teil 1, also die Anfertigung, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Vor dem Aufsetzen muss nochmal geprüft werden, ob die Nagelfalze auf beiden Seiten frei sind. Das mache ich mit einem Eckenheber. Mit diesem fahre ich jeweils lateral und medial durch den Nagelfalz durch. Anschließend nehme ich die Spange in die Festhaltezange, setze das Häkchen in den Nagelfalz ein und drehe die Spange um. Anschließend halte ich die Spange mit dem Zeigefinger fest, entferne die Festhaltezange und schiebe das andere Häkchen jetzt mit der Pinzette auf den Nagel auf. Die Spange muss fest auf dem Nagel sitzen und darf nicht verrutschen. Sollte sie zu fest oder zu locker sein, kann die Spangenbreite am Omega noch angepasst werden. Ich nehme die Spange jetzt wieder ab und entfette den Nagel erstmal mit dem Nail Repair Cleaner von Gewol, damit das UV-Gel nachher auch besser hält. Danach setze ich die Spange wieder auf den Nagel auf. Bitte beim Aufsetzen immer darauf achten, dass das Omega richtig liegt. Es muss nämlich zur Nagelwurzel, also Richtung Proximal zeigen. Nun gebe ich einen Tropfen UV-Gel auf das Omega. Wichtig ist es nur, das Omega zu bedecken und nicht die Spangenschenkel, da von den Spangenschenkeln aus die Federwirkung ausgeht. Das Gel wird anschließend unter der UV-Lampe ausgehärtet. Ich nehme dann nochmal etwas von dem Nail Repair Cleaner und entferne noch die Schwitzschicht vom UV-Gel. Wenn die Spange jetzt fest auf dem Nagel sitzt und auch mit dem UV-Gel versiegelt worden ist, dann werden die Nagelfalze noch entsprechend tamponiert. Das Tamponieren ist sehr wichtig, damit der Draht der Nagelspange im Nagelfalz keine Verletzungen verursacht. Die Tamponaden sollten also so in den Nagelfalz gelegt werden, damit sie unterhalb des Drahtes liegen, damit der Draht keinen direkten Kontakt zur Haut hat. Hier auch noch ein kleiner Hinweis zum Draht. Ich habe hier einen Draht in der Größe bzw. in der Stärke 0,5 mm genommen. Wenn ihr allerdings Nägel habt, die eher brüchig oder sehr dünn sind, dann würde ich euch empfehlen, einen dünneren Draht zu nehmen, zum Beispiel mit 0,4 mm. Noch ein Hinweis zur Position der Spange. Die Spange kann immer nur so weit nach hinten geschoben werden, wie es angenehm für den Patient ist, bzw. so weit, wie der Nagelfalz frei liegt. Und so sieht jetzt die fertige Rossfräserspange auf dem Zehennagel aus. Das war jetzt der zweite Teil des Videos zur Rossfräser Nagelkorrekturspange und jetzt bekommt ihr noch einige Tipps zur Anwendung. Die Rossfräserspange kann sowohl bei Rollnägeln als auch bei eingewachsenen Nägeln angewendet werden und sie arbeitet mit einer Hebelwirkung. Hebelwirkung bedeutet, dass der Nagel durch den Federdraht angehoben wird. Der Federdraht wird erstmal an die Form vom Naturnagel angepasst, dann etwas nach oben gebogen, auf den Nagel aufgeschoben und so sorgt er dafür, dass der Nagel sich an die Form des Drahtes anpasst. Bei der Hebelwirkung ist es so, dass ein kürzerer Hebel mehr Kraft ausüben kann. Deswegen ist es auch so wichtig, das Omega richtig zu setzen. Es kommt nämlich an die höchste Stelle des Nagels, was gleichzeitig bedeutet, dass der kürzere Hebel an der Stelle des Nagels aufliegt, die stärker eingerollt oder eingewachsen ist. Wichtig ist es, dass man den Draht nicht zu sehr nach oben biegt. Ich habe das vorher erklärt. Es soll nur eine Hakenbreite maximal Differenz haben zur Form vom Naturnagel. Bitte nicht höher biegen, denn sonst kann es einfach sein, dass zu viel Kraft auf den Nagel ausgeübt wird und der Nagel löst sich ab. Es kommt also zu einer Onycholyse. Sehr wichtig ist es auch noch, dass der Draht mit dem Amboss und dem Hammer flach geklopft wird, bevor ich die Häkchen biege, und die Häkchen sollten nach dem Biegen und Kürzen, ganz wichtig, anschließend auch entgratet werden. Zum Ablösen der Spange kann man das UV-Gel ganz einfach abschleifen, zum Beispiel mit einem Hartmetallfräser, oder man kann es auch direkt durchtrennen mit einem Seitenschneider oder auch einer Eckenzange. Die Spange bleibt ganz abhängig vom Wachstum des Nagels ca. 4 bis 8 Wochen auf dem Nagel drauf und wird anschließend entfernt und bei Bedarf wieder aufgesetzt. Die komplette Behandlungsdauer kann von 3 Monaten, aber auch bis zu über einem Jahr hingehen. Wichtig ist es natürlich, die Spange jedes Mal, bevor ich sie erneut auf den Nagel aufsetze, wieder anzupassen. Also wieder so, dass sie circa eine Häkchenbreite höher ist als die Form des Naturnagels.
Alle Instrumente und Produkte, die ihr zur Herstellung der Wurstfräserspange benötigt, verlinke ich euch unterhalb von diesem Video in der Videobeschreibung, also schaut da gerne mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.